Dacia Spring 2024 im Test, endlich das günstige EV, auf das Briten gewartet haben. Freut euch, Dacia bringt endlich sein günstiges Elektroauto nach Großbritannien. Während unsere europäischen Freunde den Dacia Spring bereits seit 2021 bekommen konnten, können ihn die Briten erst jetzt erwerben. Es ist die Antwort auf das Argument, Elektroautos sind zu teuer, das diese Autos von Anfang an beeinträchtigt hat. Ab nur Pfund 14,995 ist es jetzt das günstigste Elektroauto, das man kaufen kann, und das mit einem großen Abstand, da es die Pfund 21,995, die man für einen Fiat 500e oder den neuen Citroën C3 zahlen muss, deutlich unterbietet. Es ist auch eines der günstigsten Neuwagen überhaupt. Beeindruckend. Und dies ist kein Citroën Ame-ähnliches Quadrizycle, sondern ein richtiges Auto mit 4 Sitzen und einer ausreichend guten Reichweite, um die Stadt zu verlassen, und das mit mehr als der Ame-Höchstgeschwindigkeit von 28 Meilen pro Stunde. Also, wo ist der Haken? Auf einen Blick. Vorteile: unglaublicher Wert, herausragende Effizienz, viel schöneres Interieur als erwartet. Nachteile: deutlich sichtbare Kosteneinsparungen, Karosseriebanken, man möchte nicht damit verunfallen. Was ist neu? Dacia hat seit seiner Einführung im Jahr 2021 mehr als 150.000 Springs verkauft und behauptet stolz, dass es das drittbestverkaufte Elektroauto für Privatkunden ist, wobei die meisten Elektroautos derzeit an Unternehmen verkauft werden. Es gab zahlreiche Forderungen, den Spring in Großbritannien einzuführen, aber erst jetzt, da ein aktualisiertes Modell auf den Markt kommt, wurde entschieden, das Lenkrad auf die andere Seite zu verlegen. Der Spring kann seine niedrigen Kosten beibehalten, weil er in China produziert wird und das Unternehmen sagt, dass es die niedrigen Preise auch bei potenziellen Zöllen für in China hergestellte Elektroautos in Europa halten kann. Der Spring ist tatsächlich eine umbenannte Version eines elektrischen Renault Citizen, eines Autos, das als der winzige Renault Kwid Stadtwagen in Indien begann. Er hat also Wert in seinen Wurzeln ganz im Sinne von Dacia. Dies ist eher ein Facelift als eine neue Version des Spring, aber das einzige Karosserieteil, das vom alten Auto übernommen wurde, ist das Dach. Vieles vom Design innen und außen stammt auch vom neuen Duster, einschließlich des neuen Gesichts von Dacia und eines großen 10 Zoll Touchscreens, bei Modellen mit hoher Ausstattung. Sie erhalten auch einige leicht kitschige Stoßstangenaufkleber, die eine Stadtkarte nachbilden. Welche Spezifikationen hat er? Was sich bei diesem Facelifted Spring nicht geändert hat, ist das, was unter der Oberfläche liegt, mit einer Auswahl von 2 Versionen. Das Einstiegsmodell verwendet einen Motor, der nur 44 PS produziert, mit einigen Leistungszahlen aus den 1980er Jahren. Wie schnell ist der 0 bis 60 Meilen pro Stunde? Nun, Sie sollten es nicht eilig haben, da es 19 Sekunden Ihres Lebens dauern wird, um dorthin zu gelangen. Überraschenderweise wird dieses Modell in Großbritannien angeboten, aber nur 10% werden es wählen. Stattdessen werden die meisten die 64 PS-Version wählen, die wir hier ausprobieren. Die Leistungszahlen zeigen nur die halbe Geschichte, da sie sich schneller anfühlt als ihre angegebene 13,5 Sekunden 0 bis 60 Meilen pro Stunde Zeit, während sie maximal 78 Meilen pro Stunde erreicht. Keine Sorge wegen der 10% plus 2 Regel auf der M1. Unabhängig von der Version erhalten Sie eine 26,8 Kilowattstunden Batterie, und obwohl das in der Zeit der SUVs mit 100 Kilowattstunden Batterien etwas archaisch klingen mag, ist die kleine Batterie des Spring eine viel bessere Ressourcennutzung. Die Reichweite von 140 Meilen beeinträchtigt seine Fähigkeit etwas, aber Dacia zitiert Forschungsergebnisse, dass ihre aktuellen Springkunden nur 23 Meilen pro Tag zurücklegen. Es ist daher ein Auto, das sich an die Stadt oder an Menschen richtet, die eher lokal fahren. Wir haben auf unserer Route durchschnittlich beeindruckende 5 Meilen pro Kilowatt erreicht, ohne es besonders zu versuchen, was bedeutet, dass diese angegebene Reichweite bei warmen Bedingungen durchaus erreichbar ist und wahrscheinlich nicht weit von einem Peugeot E208 mit der kleineren Batterie in alltäglichen Bedingungen entfernt ist. DC-Schnellladung wird nur mit dem stärkeren Motor angeboten, und selbst dann ist die maximale 30 Kilowatt Geschwindigkeit nicht großartig. Viele der besten Plug-in-Hybride können heutzutage schneller laden. Dies ist kein Elektroauto, das für längere Strecken entwickelt wurde, aber ein 20 bis 80% Ladezustand kann 45 Minuten dauern. Angesichts der kleinen Batterie könnten Sie auch problemlos über Nacht eine Steckdose verwenden. Wie fährt er sich? Einsteigen und es gibt sofort Anzeichen von Kosteneinsparungen. Nicht überraschend, zugegeben.
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein modernes Auto ohne höhenverstellbaren Sitz gefahren bin und erst mit diesem Facelift kann man jetzt das Lenkrad verstellen, aber nur in der Höhe. Der 64 PS Motor ist viel spritziger als die Zahlen auf dem Papier vermuten lassen, mit dem anfänglichen Antritt aus dem Stand angenehm flott, und man muss sich keine Sorgen machen, auf eine römische Straße zu warten, um zu überholen, sondern einfach seine Lücke wählen. In vielerlei Hinsicht fühlt sich das Fahrerlebnis veraltet an, kommt aber immer mit dem Vorbehalt, dass es mindestens 6.000 Pfund billiger ist als der nächstbeste Konkurrent. Sie spüren die meisten Unebenheiten auf der Straße, das Budget reichte offensichtlich nicht für eine anständige Dämpfung mit viel Ruckeln über Bodenwellen und die Lenkung ist lächerlich langsam und leicht. Hervorragend in der Stadt und beim Parken, der Wendekreis ist ausgezeichnet, aber bei Geschwindigkeit ist es ein bisschen beunruhigend, bis man sich daran gewöhnt hat. Die kleinen 15 Zoll Räder sind auch mit Linglong EcoMaster Reifen ausgestattet, kein Scherz. Sie haben genauso wenig Grip, wie man erwarten würde. Drücken Sie den Spring in eine Kurve und eine Kombination aus urkomischem Karosseriewanken und minimalem Grip lässt die Reifen quietschen und das Auto neigt sich ziemlich stark. Vom Beifahrersitz aus ist es schlimmer, das versichere ich Ihnen. Aber großartig im Fahrersitz. Es hat dieses spanische Mietwagengefühl, bei dem man das Gefühl hat, man kann es immer mit 10 Zehnteln fahren. Es ist auch erwähnenswert, dass der Spring weniger als eine Tonne wiegt für ein Elektroauto, unabhängig von der Größe, ist das beeindruckend. Nur sollte man die Fähigkeiten des Spring nicht zu sehr herausfordern, da es nicht das erste Auto wäre, in dem man verunglücken möchte. Das Modell von 2021 erhielt eine enttäuschende 1-Sterne-Euro-NCAP-Bewertung, und obwohl es jetzt mit mehr Fahrerassistenztechnik ausgestattet ist, im Wesentlichen eine Kästchenabhackenübung, wird Dacia den Spring bis mindestens 2027 nicht zu NCAP bringen. In der Pressekonferenz wurde gesagt, dass der Spring nicht weniger sicher ist als ein Renault Clio von 2012. Vielleicht nichts, worauf man stolz sein sollte. Was ist mit dem Innenraum? Das beste Merkmal des Spring ist sein Innenraum, mit herausragender Ergonomie. Alle Modelle erhalten ein neues digitales Instrumentencluster, echte Knöpfe für die Klimaanlage, erinnern Sie sich an die, und eine allgemeine Benutzerfreundlichkeit, die viele Autohersteller längst vergessen haben. Die Basismodelle, wir sagen Basis, Dacia verkauft das wirklich karge Modell in Großbritannien nicht, weil es niemand kaufen würde, haben keinen Touchscreen, sondern Radio und Bluetooth, die über Knöpfe am Lenkrad gesteuert werden. Wir würden dies überspringen und direkt zur Top-Ausstattungsvariante Extreme gehen, die einen großen 10 Zoll Touchscreen aus dem Booster mitbringt. Für den Preis funktioniert es hervorragend, mit grundlegenden verbundenen Diensten, obwohl wir das eingebaute Navi hoffnungslos fanden, zusammen mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto. Abgesehen von den Sitzen werden Sie keine Soft-Touch-Materialien finden, aber viele interessante Farben, Formen und Einfachheit kommen zusammen, um ein Interieur zu bilden, das leicht einem Auto würdig ist, das mehr kostet als der Spring. Es gibt verschiedene kostensparende Kuriositäten. Elektrische hintere Fenster, die man vorne nicht steuern kann, sind eine besondere Kuriosität. Der Spring gehört zur kleinsten A-Segmentklasse der Autos und mit einer Länge von nur 3,7 m ist er ähnlich wie ein Kia Picanto, zum Beispiel. Er ist auch ziemlich schmal, also wenn Sie 2 größere Personen vorne haben, füllt sich die Kabine schnell, und der Platz hinten ist nicht groß. Sie müssen den Vordersitz ziemlich weit nach vorne schieben, wenn ein Erwachsener hinten sitzen soll, aber dies ist wiederum ein kleines Auto, also ist das zu erwarten. Mit 308 Litern ist der Kofferraum jedoch so groß wie bei vielen Kleinwagen, obwohl die Rücksitze als Bank und nicht in der typischen geteilten Form umklappen. Der Stauraum ist reichlich vorhanden, mit einem Handschuhfach, das nicht unähnlich dem Betreten von Narnia ist, aber wahrscheinlich nicht auf Rechtslenker übertragen wird, so typisch die Eigenheit. Bevor Sie kaufen. Der Preis ist zentral für Dacias Attraktivität, nicht zuletzt für den Spring. Der Einstiegspreis von Pfund 14,995 ist beeindruckend, aber es sind Pfund 15,995 für den stärkeren Motor, den man braucht, und Pfund 16,995 für die Top-Ausstattungsvariante, die man haben möchte. Die Standardausstattung ist alles andere als spärlich, mit Klimaanlage, digitalem Instrumentencluster, Tempomat und hinteren Parksensoren, die alle in der Einstiegsvariante Expression enthalten sind. Die zusätzliche Pfund 1,000 für die extreme Ausstattung scheint sich jedoch zu lohnen, mit ihrem stilvolleren kupferfarbenen Trim, elektrischen Außenspiegeln und einem 10 Zoll Touchscreen mit Smartphone-Spiegelung und einer Rückfahrkamera. Für schnelleres DC-Schnellladen benötigen Sie auch die Top-Ausstattungsvariante.
Wie erwähnt, ist der Spring erheblich günstiger als die nächsten Elektroautos, wobei selbst der günstigste Citroën C3 bei Pfund 21,995 liegt. Das ist jedoch ein wesentlich umfassenderes Paket sowohl in Bezug auf die Fahreigenschaften als auch auf den Innenraum. Es lohnt sich, den Taschenrechner herauszuholen, um den realen Unterschied bei den monatlichen Raten zu sehen, da Dacia bei der Finanzierung oft nicht so wettbewerbsfähig ist wie andere. Es ist interessant zu erfahren, dass Dacia, ohne echte Konkurrenten in dieser Klasse außer dem Fiat 500e, den Spring auch im Vergleich zu Gebrauchtwagen gemessen hat und einen einjährigen Nissan Leaf und Renault Zoe zitiert. Angesichts der hohen Abschreibung von Gebrauchtwagen lohnt es sich im Allgemeinen, auch gebrauchte Autos in Betracht zu ziehen. Ein einjähriger Peugeot E208 für 15.000 Pfund scheint eine verlockendere Wahl mit weniger Nachteilen zu sein. Urteil: Dacia Spring. Dacia hat mit seinen Preis-Leistungs-Verhältnissen bei Sandero, Duster und Jogger den Weg geebnet und tut dies nun auch mit Elektroautos beim Spring. Wie sie es schaffen, ein neues nutzbares Elektroauto zu diesem Preis zu machen, wäre vor ein paar Jahren in Großbritannien kaum zu glauben gewesen. Wir können nur hoffen, dass dies andere Hersteller dazu veranlasst, sicherzustellen, dass Elektroautos nicht nur den Reichen vorbehalten sind, die elektrisch fahren, um Steuern zu sparen. Elektroautos können und sollten für alle sein, und Dacia ist das erste Unternehmen, das dies wirklich demonstriert, und das mit einem viel kleineren ökologischen Fußabdruck. Der beeindruckende Innenraum und die großzügige Ausstattung des Spring täuschen über seinen Preis hinweg, aber es ist ein leichtes Bedauern, dass dies nicht für die allgemeinen Fahreigenschaften und die Sicherheit gesagt werden kann. Dacia besteht darauf, dass bei letzterem keine Abstriche gemacht wurden, aber mit seiner allgemeinen Blechbüchsenartigkeit, den Budgetreifen und scheinbar nicht vorhandenen Fahrerassistenzsystemen bin ich mir nicht ganz sicher. Man kann einen Sandero kaufen, ohne das Gefühl zu haben, Kompromisse einzugehen. Das Gleiche kann ich über den Spring nicht sagen.